Hi Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal und ich habe mich diesmal gefragt, welche die gängigsten Nahtformen und auch Nahtarten sind, die sowohl bei Outdoor- und Militärausrüstung, aber auch bei Bekleidung angewendet werden. Dazu gebe ich euch ganz einfach in diesem Video einen ausführlichen Überblick, jeweils zum Aufbau und auch Herstellung der jeweiligen Naht und das Ganze auf einer gebräuchlichen Nähmaschine wie zum Beispiel der Pow-Stitch Pro von Veritas. Und natürlich spielt zur Herstellung einer Naht auch die passende Nähnadel und auch das Garn eine wichtige Rolle. Und das habe ich euch im letzten Video schon einmal ausführlich erklärt und das habe ich euch hier oben einfach mal unter dem Info-Button verlinkt. Wer sich also dazu gerne informieren möchte, sollte sich das Video also unbedingt anschauen. Doch was ist eine Naht genau? Unter einer Naht versteht man im Übrigen in der Textilbranche eine belastbare und auch stabile Verbindungsstelle zwischen zwei oder mehreren Materialien, bei deren Herstellung ein oder mehrere Fäden durch das Nähgut hindurchgeführt und miteinander verschlungen werden. Die Nähte, die für uns dabei am häufigsten auftauchen, sind die Verbindungsnaht, die Riegelnaht, die Overlocknaht, die Saumnaht, die Kappnaht und die Einfassnaht. Doch für uns geht es dabei ausschließlich um die maschinelle Herstellung der Nähte, denn Nähte kann man nicht nur maschinell herstellen, sondern auch ganz einfach per Hand nähen. Und kommen wir damit auch schon zur wichtigsten Naht überhaupt, der Verbindungsnaht. Diese Naht wird einfach mit einem Geradstich genäht und wie der Name schon sagt, dient die Verbindungsnaht ganz einfach dazu, zwei oder mehrere Materialien miteinander zu verbinden. Wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, dass auf jeden Fall darauf geachtet werden sollte, am Anfang und am Ende der Naht zu verriegeln, ganz einfach damit sich die Naht nicht löst bzw. nicht wieder aufgeht. Und natürlich sollte auch die Fadenspannung und auch die Stichlänge entsprechend eingestellt sein. Riegelnähte kommen immer dann zum Einsatz, wenn Nähte zum Beispiel größeren Zug- oder auch Querkräften ausgesetzt sind. Und solche Nähte findet man zum Beispiel bei Palsschlaufen vor, an Rucksäcken, an Gürteln oder generell Befestigungspunkten von Gurtsystemen oder zum Beispiel auch bei Hundeleinen im militärischen Bereich. Riegelnähte können dabei direkt aufgenäht oder zum Beispiel auf eine Verbindungsnaht gesetzt werden und das Ganze macht man mit einem Zickzackstich. Wichtig dabei ist, dass sowohl Stichlänge als auch Stichbreite so ausgewählt werden, dass die Einstichstellen nicht zu dicht beieinander liegen. Warum? Gerade bei dünneren Materialien besteht hier die Gefahr der Materialzerstörung, da euer Material ganz einfach wie entlang einer Perforation reißen könnte. Stoffe und auch unbeschichtete Materialien müssen vor der Verarbeitung zu Ausrüstung oder auch Bekleidung entsprechend versäubert werden, um das Ausfransen zu verhindern. Das Ganze geschieht einfach mittels einer Overlocknaht. Doch warum macht man das zum Beispiel nicht bei beschichteten Stoffen? Ganz einfach, weil hier hingegen die Beschichtung verhindert, dass die Materialien auseinanderfallen bzw. ausfransen können. Eine Overlocknaht wird dabei im industriellen Bereich auf einer Overlock-Nähmaschine genäht und besteht dabei aus 3 bis 5 Fäden. Doch da die meisten im Hobbybereich ganz einfach keine Overlock-Nähmaschine besitzen, gibt es die Möglichkeit, eine Overlocknaht oder auch umgangssprachlich Fake-Overlocknaht mit den folgenden zwei Methoden herzustellen. Eine einfache Methode zum Versäubern der Materialränder ist dabei ganz einfach die Benutzung von einem Zickzackstich, über den heutzutage eigentlich nahezu jede handelsübliche Haushaltsnähmaschine verfügt. Doch aufgrund der Fadenspannung können sich dabei gerade dünne Stoffe leicht wellen und auch die Materialkanten einrollen. Eine zweite Methode besteht darin, einen solchen Overlock-Nähfuß zu benutzen in Verbindung mit dem Überwindlingsstich, also wenn eure Nähmaschine über diesen Stich verfügt. Bei unserer Pow-Stitch Pro von Veritas ist das zum Beispiel das Stichprogramm 13. Ein großer Vorteil bei dem Overlock-Nähfuß ist, dass er über einen eingelassenen Steg verfügt, über den der Oberfaden beim Nähen einfach darüber geführt wird, so dass der Stoff sich beim Nähen hinter dem Nähfuß weder zusammenrollen noch wellen kann. Und über die angebrachte Führungskante am Nähfuß wird der Stoff zudem punktgenau geführt, was das Ganze noch einmal zusätzlich vereinfacht, um ein sauberes Ergebnis ohne das Zusammenrollen vom Stoff zu erhalten. Eine weitere Möglichkeit, Stoffe zu versäubern, ist ein Saum. Und ein Saum ist dabei nichts anderes als eine einfach oder doppelt umgeschlagene Stoffkante, die vernäht wird. Er bildet dabei einen Stoffabschluss, um die Stoffkanten zu verdecken und vor dem Ausfransen zu schützen und gleichzeitig zu verstärken. Einen Saum bzw. Saumnähte findet man eigentlich überall bei Bekleidungsstücken wie Hosen, Jacken, aber auch bei Taschen vor und er findet auch bei Zelten und Tarps Anwendung.
Die einfache Saumnaht wird vor allem bei Materialien genutzt, die entweder beschichtet sind und nicht ausfransen können oder bei Stoffen, die vorher mit einer Overlocknaht versiegelt wurden. Sie lässt sich relativ einfach herstellen, da man die Stoffkanten einfach von Hand umschlagen und vernähen kann oder, wenn man möchte, kann man auch alternativ ein Saumwerkzeug nutzen. Anders als bei der einfachen Saumnaht werden bei der doppelten Saumnaht die Materialkanten doppelt gefaltet und im Anschluss vernäht. Das Ganze ist dabei etwas aufwendiger in der Herstellung, da hier die Materialkanten nicht bloß gleichmäßig, sondern auch doppelt gefaltet und im Anschluss fixiert werden müssen. Bei Baumwollstoffen empfehle ich dahingehend auch noch den Einsatz von einem Bügeleisen, da es das Ganze etwas einfacher macht. Und zum Fixieren bzw. in Position halten kann man entweder Klammern oder, wenn man das möchte, auch doppelseitiges Klebeband nutzen. Alternativ kann die doppelte Saumnaht auch mit einem Werkzeug oder einem sogenannten Saumnähfuß hergestellt werden. Das lässt sich aber nicht auf alle Materialien anwenden, weshalb ich die Stoffkanten an der Stelle lieber mit Hand falte, mit Tape oder mit Klammern fixiere und im Anschluss vernähe. Doppelte Saumnähte habe ich zum Beispiel zuletzt bei meiner selber genähten Hängematte genutzt, da zum einen der Stoff hier nicht beschichtet war und damit ausfransen konnte, oder auch zum Beispiel bei meinem selber genähten Tarp. Der Stoff ist zwar beschichtet, konnte nicht ausfransen, aber die doppelt umgeschlagenen Materialkanten bringen natürlich nochmal viel mehr Stabilität mit sich. Schauen wir uns als nächstes die Kappnaht an. Die Kappnaht ist eine sehr belastbare Naht, die man vor allem bei Bekleidung wie Hosen, Parkas und auch Uniformen vorfindet. Und sie kommt aber auch bei Zelten und bei Tarps zum Einsatz. Der Vorteil der Kappnaht liegt darin, dass sie sowohl in Verlaufsrichtung als auch quer zur Naht sehr belastbar ist und gegenüber anderen Nähten sehr viel Kraft aufnehmen kann. Und der Grund dafür ist ganz einfach der doppelte Nahtverlauf, denn die Kappnaht besteht eigentlich aus zwei parallel verlaufenden Nähten. Man kann die Kappnaht auf verschiedene Art und Weisen herstellen. Es gibt zum einen die einfache Kappnaht und die doppelte Kappnaht. Und ich zeige euch jetzt hier einfach die Herstellung einer einfachen Kappnaht anhand von einem Stück 200 Denier Nylon, das ich zum Beispiel zuletzt für mein selbstgenähtes Tarp verwendet habe. Solltet ihr Zelte oder Tarps selber nähen wollen, empfiehlt es sich auf jeden Fall im Anschluss die Nähte abzudichten. Das könnt ihr zum einen mit einem Nahtdichtkleber machen oder alternativ mit einem Nahtdichtband. Das werde ich euch jetzt hier aber nicht demonstrieren, sondern gern mal in einem anderen Video. Im Gegensatz zur Einfachkappnaht, wo nur eine Materialkante umgeschlagen und vernäht wird, findet man bei der Doppelkappnaht, wie der Name schon sagt, eine doppelte Überlappung der Materialkanten vor. Das verleiht ihr einfach nochmal eine zusätzliche Verstärkung und nochmal mehr Robustheit. Die Doppelkappnaht kommt vor allem an sehr strapazierfähigen Stellen, wie zum Beispiel bei Zelten, also speziell Canvas-Zelte, aber auch bei Bekleidung zum Einsatz, die sehr viel aushalten und auch robust sein muss. Die Herstellung einer doppelten Kappnaht per Hand ist gegenüber der einfachen Kappnaht etwas aufwendiger, einfach aufgrund der doppelten Überlappung der Materialkanten. Und dazu kommt auch noch, dass Cordura und auch Nylonstoffe nicht einfach mit dem Bügeleisen abgebügelt werden können und auch nicht mit Stecknadeln fixiert werden können. Daher behelfe ich mir eigentlich am liebsten an dieser Stelle immer mit doppelseitigem Klebeband. Kommen wir noch zu einer weiteren Möglichkeit, Stoffkanten zu versäubern, nämlich indem man Einfassband vernäht. Das Einfassband hat dabei in allererster Linie die Aufgabe, die Stoffkanten zu verdecken und vor dem Ausfransen zu schützen, aber auch vor mechanischem Verschleiß. Zudem dient es auch ganz einfach der Optik, da offenliegende Stoffkanten einfach nur hässlich aussehen würden. Und die Stoffkanten können dabei sowohl von Hand oder auch mit dem Einfasser eingefasst werden. Solltet ihr euch dazu entscheiden, die Stoffkanten per Hand einzufassen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Einfassband im Vorfeld vorzufalzen oder, wenn ihr das möchtet, auch mit einem Bügeleisen auf niedriger Stufe abzubügeln. Der Vorteil dabei ist, dass das Einfassband gleichmäßig aufsitzt und nicht verrutscht. Und im Anschluss könnt ihr das Einfassband dann ganz einfach mit Klammern fixieren und vernähen. Eine Alternative zum Einfassen per Hand ist die Benutzung von einem Einfasser bzw. von einem einfachen Einfasser. Man sagt auch Single Fold Binder dazu. Und der Vorteil von so einem Einfasser ist natürlich, ihr spart ganz klar Zeit, da ihr das Einfassband im Vorfeld nicht vorfalzen und fixieren müsst. Zudem erzielt man auch ein sehr sauberes und gleichmäßiges Ergebnis.
Noch ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die Breite von eurem Einfasser sollte immer zur Breite von eurem Einfassband passen, da die Breiten baulich bedingt einfach vorgegeben sind. Also wie zum Beispiel hier in unserem Fall benutze ich einen 25 mm Einfasser für 25 mm Einfassband. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem sehr ausführlichen Video für euch und für eure Nähprojekte etwas mitnehmen. Und wenn es noch Fragen zu diesem Thema geben sollte, schreibt sie mir auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich versuche jeden Kommentar zu lesen und auch zeitnah zu beantworten. Ansonsten, das war's für dieses Know-how-Video. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.